Wir entdecken heute eine verlassene Insel. Da wird das Wasser nur bedingt durch Luftdruckschwankungen durch eine Meerenge durchgepresst. Und da entstehen dann stärkere Strömungen. Du hast jetzt aber nicht vor, dich in die wilden Fluten zu stürzen, oder? Bin ich Aristoteles? Es ist noch sehr früh am Morgen. Ich bin sehr früh wach heute, einfach nur so. Wir sind ja hier in den Hafen von Aliviere reingefahren. Hier kann man hinter der Kaiwand mauern, hinter der Kaiwand ankern, so rum. Da war aber schon ein Boot, was sich genau in die Mitte gelegt hat. Da war dann kein Platz mehr für uns. Deswegen sind wir hier raus ausgewichen. Das ist auch ein ganz guter Platz. Heute steht nichts Besonderes auf dem Plan. Wir fahren weiter Richtung Chalkida, aber erst am Nachmittag wird Wind kommen. Im Moment ist es noch still und ja, werden ein bisschen Hausaufgaben machen bis dorthin. Und das ist hier eine ganz ruhige Gegend, eine ganz ländliche Gegend, aber es gibt ein Zementwerk. Hier hinter mir seht ihr es. Also wenn man hier liegt vor Anker, dann immer in diese Richtung gucken. Da ist es nett. Wir sind wieder unterwegs. Wir haben heute Morgen, wie hieß das noch? Marion, wie hieß denn das? Was, wie hieß das? Aliviere. Genau, genau. Wir haben heute Morgen Aliviere verlassen. Das sieht man hinter mir noch so ein bisschen, die Schornsteine von der Zementfabrik. Und hinter mir ist der Berg, den sie abfräsen dafür. Und ja, es ist noch vor dem Nachmittag, genauer gesagt Mittag, und deswegen haben wir auch noch keinen Wind, jedenfalls nicht genug Wind. In Griechenland ist ja häufig so, dass der Wind dann erst so um die Mittagszeit oder kurz danach einsetzt, jedenfalls nach unserer Erfahrung jetzt. Und ja, das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich 1-2 Stunden noch motoren müssen, dann sollten wir eigentlich Rückenwind haben, und wir wollen heute bis Chalkida fahren. Das ist, also was ihr hinter mir seht, ist Euböa. Euböa ist diese ganz langgezogene Insel in der Nähe von Athen, die praktisch zwischen Athen und der Ägäis liegt. Und das ist Euböa, das ist das hier. Das ist ja hier so wie so eine Meerenge. Gibt es vorne eine ganz besondere Engstelle, eine strategisch wichtige, die war geschichtsträchtig schon immer interessant. Und da wollen wir heute hin, das sind 25 Meilen etwa. Und deswegen sind wir relativ früh aufgebrochen, auch auf die Gefahr hin, dass wir 1-2 Stunden motoren müssen, damit wir eben heute auch ankommen. Und ja, also wird wahrscheinlich relativ ruhig sein. Wenn wir Glück haben, haben wir heute Nachmittag so bis 15 Knoten achterlich. Das wäre gut. Ich habe zwar beide Segel stehen, aber das sind ja eigentlich nur Stützsegel oder ja, Hilfssegel, wenn man so will. Voraus liegt Dream Island. Wir werden sehen, was diese Insel kann. Es soll eine Sehenswürdigkeit sein. Da machen wir jetzt mal einen kurzen Zwischenstopp. Es sieht ja nicht so aus, als ob wir heute noch Segelwind bekommen würden, und deswegen ist es letztlich auch egal. Wir
Wir entdecken heute eine verlassene Insel. Das war mal eine Hotelanlage, ein Luxusressort sozusagen. Mal gucken, was heute draus geworden ist. Das ist echt krass. Wir sind zwar immer noch am Strand und noch gar nicht wirklich reingegangen, aber ey, das war echt mal eine coole Anlage. Hinter mir ist praktisch die Unterhaltungsbühne. Weiß nicht, ob da Konzerte gemacht haben oder was. Hier hinter mir ist der Strand. Da vorne ist die Beachbar. Also ist schon cool gemacht gewesen. Wahnsinn. Und jetzt steht es leer. Da ist noch eine Stranddusche. Wahnsinn. Total irre. Wo willst du hin? Da rüber oder da hoch? Lass uns erstmal da hochgehen. Wir nehmen jetzt erstmal einen Drink da drin, ja? Mit Blick aufs Meer. Mhm. Katzenfutter vergessen. Katzenfutter vergessen, ja, da sind sie. Miau. Katze. Bist du taub? Die ist gerade voll erschrocken, die Katze. Was ist los? Herzlich willkommen im Restaurant. Cooler Meerblick mit Katze. Wie kann es auch anders sein? Ich liebe diese Lost Places. Was für ein Blick, oder? Eigentlich müssten wir heute Abend hier eine Campinggarnitur aufstellen und was essen. Aber wir haben gar keine. Da hinten liegt unser Boot. Ich hatte früher mal einen Freund, der war Späthippie. Und der ist eine Zeit lang nach Griechenland gegangen und hat dort ein halbes Jahr in einer Höhle gelebt. Ich finde die Location aber irgendwie cooler. Irre. Also ich hätte hier damals wirklich gerne Urlaub gemacht. Seit wann gibt es das nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe es beim Vorbeifahren gerade entdeckt und habe mir gedacht, da muss ich mal anhalten und gucken. Sieht aus, als ob das Restaurant war. Ne? Oder vielleicht gab es auch zwei. Drüben Frühstückstisch, hier Restaurant. Dream Island. In den 60ern wurde das gebaut und war tatsächlich bis Mitte, Ende 90er sogar eine blühende Anlage mit viel Tourismus, total beliebt und war wirklich gut besucht. Das Problem waren ungeklärte Eigentumsverhältnisse. Es gab einen politischen Umsturz in Griechenland und dann gab es so ein Hin und Her und dann hat der eine Bürgermeister so gesagt, dann ging es ans Land, dann ging es zurück an die Stadt, an das Gebiet und hin und her. Und es gab einen griechisch-amerikanischer Investor, der dort früher auch Urlaub gemacht hatte und der wollte da richtig viel Geld investieren und das ganze Ding renovieren. Aufgrund ungeklärter Verhältnisse, weil eben keiner gesagt hat, so oder so ist es, hat er sich dann eben nach mehreren Jahren hin und her zurückgezogen und seitdem liegt das Ganze brach und man weiß nicht, wem das jetzt wirklich gehört, wer da jetzt wirklich für zuständig ist und wird eine Stätte hungernder Katzen. Der will mit. Na komm zu mir, Süßer. Na komm. Ja. Ich finde das ganz interessant, dass es wirklich immer mal wieder Lost Places gibt, wo man eigentlich denkt, warum ist das zu? Warum ist das zu? Das hat man in Lissabon. Wir sind hier unterhalb der Tychobrücke
Und das ist ein total irre, total verlassener Lost Place. Ich krieg mich gar nicht ein, das ist echt irre. Guckt mal hier. Mit dem, weiß ich jetzt, fällt mir... Aussichtspunkt auf den Berg, ne? Ja, genau. Fällt mir jetzt gar nicht ein, wie es heißt. Und dann war das Ibiza, der Festivalpark. Ja. Das war auch so eine mega Location. Und jetzt hier das Hotel ist es erster Platz. Also Ja. ganz toll. Wir sind wieder unterwegs. Schönster Sonnenschein, glatte See. Ist ja auch kein Wunder, wir sind ja hier in so einer Art Binnenmeer. Und ja, ist auch nicht viel Wind. 6 Knoten, 3,5 Knoten fahren wir, haben alle 3 Segel raus. Und wir sind heute Morgen in Eritrea rausgefahren, so Griechenland, nicht Afrika. Und fahren heute weiter hier hoch nach Chalkida. Das ist diese Meerenge und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist einer der wenigen Orte im gesamten Mittelmeer, oder ich glaube sogar der einzige, wo es Gezeitenströmungen gibt, die man tatsächlich sieht und spürt, und zwar gar nicht so wenig, weil da wird das Wasser eigentlich nur bedingt durch Luftdruckschwankungen durch eine Meerenge durchgepresst und da entstehen dann stärkere Strömungen und der Legende nach ist Aristoteles nicht dahinter gekommen, warum es da die starken Strömungen gibt und hat sich in diese Fluten hineingeworfen und ist darin umgekommen. Naja, wir werden es sehen, das soll jedenfalls ein Naturschauspiel sein, aber bis dahin geht es erstmal ganz ruhig dahin. Wir werden jetzt aufkreuzen, es wird ganz langsam gehen. Irgendwann heute Nachmittag dreht der Wind dann wohl. Dann sollen wir ihn achtern haben und das wäre ganz gut. Aber ich genieße es im Moment so, wie es ist. Du hast jetzt aber nicht vor, dich in die wilden Fluten zu stürzen, oder? Bin ich Aristoteles? Nee, bin ich nicht. Das war doch so ein Philosoph. Philosoph und Forscher vor allem. Ah, siehst du? Das ist ja dein zweiter Vorname. Ich habe es irgendwann mal in Latein gehabt, aber ich habe keine Ahnung mehr darüber. Aristoteles, ja. Der hat irgendwas geschrieben. Ach, Banausen on Tour. Klar, Aristoteles war ein griechischer Philosoph, der im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Er war Schüler von Platon und später der Lehrer von Alexander dem Großen. Aristoteles hat in nahezu allen Wissensgebieten seiner Zeit geforscht, von der Metaphysik über Ethik, Politik, Biologie bis hin... Red weiter, bitte, entschuldige. Alles gut. Wenn du noch mehr Infos oder etwas Spezielles zu Aristoteles wissen willst, sag einfach Bescheid. Gut, also Aristoteles Philosoph, 4. Jahrhundert vor Christus. Interessant, echt interessant. Ich finde das immer toll, wenn man über solche Orte auf die Geschichte kommt und dann wieder von der Geschichte die Zusammenhänge versteht. Das finde ich immer faszinierend, das macht mir immer Riesenspaß. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel.
Eigentlich muss man sagen, wir treiben hier so dahin. Das ist ganz ruhig, totale Stille. Wir haben die Genua draußen und den Besan weit ausgestellt. Wir haben achterlichen Wind mit ca. 6 Knoten, fahren aber nur so 1,5 Knoten. Und das geht jetzt schon irgendwie so seit mindestens 2,5 Stunden. Dadurch, dass das aber so ruhig ist und keine Geräusche sind, wir keine Lage fahren und auch nichts zu tun ist, ist es total ruhig und entspannend. Du könntest das echt stundenlang machen, obwohl natürlich die Fahrtgeschwindigkeit schon etwas... Also wenn du ankommen willst, ist es natürlich viel zu langsam. Wir haben aber nicht mehr weit. Vorne bis zur Landenge sind es noch ca. 5 Meilen. Der Wind wird langsam stärker. Es sind kaum Boote unterwegs. Die warten wahrscheinlich alle auf den Wind. Es ist schön, wenn man Zeit hat und sich so nicht treiben lassen muss, dass man ja sowas auch genießen kann, diese langsame Fahrt und diese Stille. Mir tut das gut. Jetzt der ersten Brücke von Chalkida, also hohe Brücke, hat immer auf, ganz normale große Brücke. Weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber bei mir ist es jedes Mal, wenn ich unter der Brücke durchfahre, dass ich denke, ach Gott, reicht das denn überhaupt? Auch wenn du weißt, dass es reicht. Natürlich reicht das. Und trotzdem ist es jedes Mal. Reicht das? Komme ich wirklich durch? Bleiben wir hängen? Geht euch das auch so? Unter der alten Brücke von Chalkida strömt das Wasser mit überraschender Kraft. Verwirbelung, Richtungswechsel bis zu 14 Mal am Tag. Ein Phänomen, das schon Aristoteles beschäftigt hat. Auch wir stehen da und schauen einfach zu. Die Drehbrücke liegt direkt über der schmalsten Stelle der Meerenge. Sie verbindet Euböa mit dem Festland und öffnet nur einmal täglich, spät in der Nacht, wenn die Strömung kurz zur Ruhe kommt. Chalkida ist die Hauptstadt der Insel Euböa, eine antike Stadt mit Wurzeln im 8. Jahrhundert vor Christus. Damals eine bedeutende Kolonialmacht, sie gründete sogar Neapolis, das heutige Neapel. Aha. Im Laufe der Jahrhunderte kamen Römer, Byzantiner, Venezianer und Osmanen. Und alle haben ihre Spuren hinterlassen. Da rechts war wohl mal das Minarett, ne? Heute spürt man diese Mischung noch in der Altstadt. Osmanische Bögen, venezianische Fassaden und dazwischen eine lebendige Promenade mit Cafés, kleinen Geschäften und Fischrestaurants direkt am Wasser. Ich bin gerade abends noch mal unterwegs. Ich habe hier eine Ecke entdeckt, die für mich mit meiner Lost Place Ader natürlich sehr ansprechend ist. Ein altes Werftgelände und da will ich mal einen Blick hinwerfen.